Herzlich willkommen bei Dental TV neu auf YouTube. Und ich habe gelernt, wenn man auf YouTube ist, muss man sagen, hey, also bitte gleich den Kanal abonnieren. Das ist die wichtigste Message. Das hört man dann während des Videos, werde ich das noch etwa 1000-mal wiederholen, dass ihr auch ja nicht vergesst, den YouTube-Kanal Dental TV nicht mehr auf Vimeo, neu auf YouTube zu abonnieren. Klaus von Punktuell. Wir haben schon ein paar Videos zusammen gedreht Jawohl. über Marketing, über Webseite, über Personal, über ganz verschiedene Dinge, die meiner Meinung nach schon wichtig sind, dass man nicht nur über die redet, sondern dass man sich mit denen auch auseinandersetzt. Aber jetzt heute möchte ich gerne mal mit dem Klaus reden über seine Arbeit, wie lange er das schon macht, et cetera. Ich habe mir ein paar Punkte notiert, natürlich mit deiner Hilfe, Klaus, wie immer, weil du bist ja auch punktuell, also pünktlich oder wie auch immer. Also, vielleicht ganz kurz, Klaus, woher kommt der Name punktuell? Also, als Ja, Einstieg in unsere Diskussion. Extra machen wir uns die Mühe, dass wir das auf Deutsch machen. Und, wie viele Zahnärzte gibt es im deutschsprachigen Raum? Doch eine ganze Menge. Also, wir hoffen schon, dass viele. da wie ein paar von euch anschauen, ein paar Kommentare dazu schreiben, weil nur wenn ihr Fragen stellt, kriegt ihr Antworten und wir werden dann auch diese Fragen gerne beantworten und wenn es sein muss, auch mit einem Video. Also, woher kommt der Name Punktuell, Klaus? Werde ich gerne erklären, lieber Alessandro. Ich darf aber, weil so viel ist in meiner Kinderstube doch noch hängen geblieben, erstmal danke für die Einladung sagen, dass wir uns mal wieder auf deinem schönen Kanal unterhalten dürfen. Und ich bin so froh. Ich weiß ja aus diversen Gesprächen mit dir, gelegentlich lässt du so einen Satz fallen, „You don't talk with dentists over 40." Und ich bin total glücklich, dass du mit Non-Dentists over 60 sprichst. Finde ich schon mal sehr gut. Also, danke dafür. Ja, woher kommt der Name? Mit Pünktlichkeit hat es tatsächlich wenig zu tun. Mit dem Punkt, ja, auf den Punkt kommen, könnte man wunderbar da rein interpretieren. Das war auch eigentlich so mein Ansatz, als ich im ersten Lockdown mir den Namen so ausgedacht habe und irgendwie, ja, wer mich kennt, weiß es, der Punkt ist hinter dem K, also steht da vorne Punk wie Punk. Das ist meine Musik, da komme ich her. Also nicht nur, aber, die Musik, der Punk der grade der 80er Jahre hat mich schon musikalisch sozialisiert, gar keine Frage. Und deshalb setze ich bei punktuell den Punkt hinter den Punk. So. Ja, das ist spannend, weil in den 80er Jahren, ich war auf der Disco-Seite. Also ganz klar muss ich dir sagen, Punk, ich habe dazugehört, die Sex Pistols und wie sie alle heißen. Das war crazy und cool, Ja, aber ich wobei war die mehr Sex aber Pistols ich war mehr auf der Saturday auf Night der Disco. Seite, Schäl in die Haare und ein bisschen Tony Manero-Style. Das hat mir Aber mehr das ist sehr gefallen. cool. Alessandro, guckt einfach mal jetzt hier, unsere heutigen Frisuren an und irgendwie würden wir sagen, Ja, hat immer sich noch. nicht viel verändert, oder? Meine stehen immer noch nach oben. Du siehst wieder aus wie also frisch und super gestylt, wie aus der letzten Espresso-Werbung. Also Hut ab, Kompliment, wie immer. So. Ja, aber das war mein Ding. Ich war ja auch DJ, also aber das war noch eine Zeit, da bin ich am Wochenende habe ich auf der Tankstelle gearbeitet, Samstag, Sonntag, zweimal 12 Stunden. Und Montag bin ich dann ins Plattenstudio, also in den Plattenladen gegangen und habe mir die neuesten Maxi-Singles gekauft. Das war cool. Wir hatten da in Zürich einen Laden, der hat die Maxi-Single aus Amerika und aus Italien importiert. Das waren ja damals die 2 großen Lieferanten von Disco Sounds, also die amerikanischen Labels und italienische Labels. Das war ganz spannend, bevor die Franzosen und alle wirklich groß ins Business eingestiegen sind. Und dann habe ich mir da ich hatte am Schluss, glaube ich, ein paar Tausend so Dinger. Und du konntest ja nicht alle mitnehmen, weil das hätte ja dann einen Lastwagen gebraucht. Das ist nicht mehr heute, wo du alles auf einem Stick hast oder Ja. sogar online alles hast. Damals musste ich noch einpacken oder dann aussuchen, welche 100 oder wie viele Maxi-Singles nehme ich mit, um für an dem Abend dann den Sound zu machen. Heute kann ja, wenn dich jemand fragt, kannst du sagen: „Ja, jetzt spiele ich mal die Musik oder die Musik." Und damals konntest du sagen: „Hey, sorry, das ist mein Ding und,
spiele das mal runter. Aber ganz spannend, dass wir da aus verschiedenen Richtungen kommen, aber trotzdem miteinander reden können. Also, Ja, aber das, weißt du, Alessandro, das ist Kommunikation. Und ich finde, das heutzutage, auch wenn das jetzt heute gar nicht mal so unser Thema ist, obwohl, vielleicht doch. Weil ich meine, wir sind beide Podcaster, man sieht uns in Social Media, wir sind beide auf YouTube zu sehen. Und ich finde schon so ein Miteinander reden, ein Miteinander diskutieren, ein Miteinander gegenseitige oder gegenteilige Meinungen haben, ist am Ende ähm, das, was wir in unserer Gesellschaft am meisten brauchen. Ja, dass man auch mal denen zuhört, die vielleicht nicht nur Dinge reden, die man selber am liebsten hört. Und deshalb, ja, ich kann mich nicht erinnern, dass ich freiwillig mir in den 80er Jahren irgendetwas angehört habe, was in Richtung Disco ging. Das liegt aber auch daran, dass meine Disco-Zeit ja auch eher in den 70er Jahren war, als ich so 15, 16 war. Und Anfang der 80er, da stand ich kurz vorm Abitur. 84 habe ich Sportstudium angefangen und das waren natürlich Zeiten, in denen so Punk, Indie, Gothic hier rüber schwappte. Ob man die Sex Pistols für Punk halten muss, soll, darf oder eher für ein Modekonzept. Ich höre mir sie heute immer noch mal gerne an, einfach um auch die Unterschiede zur Musik von heute zu hören. Aber wie gesagt, ich finde es toll, dass wir über Podcasts reden wollen, über Marketing und dass wir uns jetzt erstmal über das Thema Musik mal wieder wunderbar angenähert haben, mein lieber Alessandro. du hast das Stichwort genannt, Podcast. Podcasts sind sehr populär. Also, ich glaube, jeden Tag werden Millionen von neuen Podcasts auf den verschiedensten Plattformen publiziert. Scheint ein Trend zu sein, dass die Leute gerne einfach mal ein bisschen Diskussionen sich anhören. Was war denn euer Grund, also neben zu sagen: „Okay, das ist populär“, oder was war jetzt der Grund zu sagen: „Okay, wir machen jetzt auch einen Podcast?“ War ganz klassisch, also ich glaube, der Podcast, wie wir ihn heute hören und sehen, punktuell, ist ja erst so vor 2 Jahren eigentlich richtig so entstanden. Erzähle ich gleich gerne. Ich habe ja davor schon angefangen, nämlich wie so viele, denke ich, im ersten Lockdown. Auf einmal stellt man fest, es gibt noch andere Medien, ja, es gibt auf einmal andere Kanäle und die Menschen hören einem zu, wenn man spricht, weil man sich nicht mehr trifft. Und da bin ich irgendwann auf die, also ich bin nicht auf die Idee gekommen, habe ich gedacht, okay, irgend sowas musst du auch machen. Und dann habe ich angefangen, so ein kleines Format ins Leben zu rufen, wo ich einfach gesagt habe: „Hey, ich bin online, ich bin live, ihr könnt da gerne mit dabei sein.“ Ich glaube, ich habe das am Anfang über Zoom gemacht, und habe dann einfach Leute eingeladen, Gäste eingeladen und wir haben uns unterhalten. Das war jetzt für mich noch gar nicht so das Podcast-Thema, ja. Daraus ist dann punktuell bei mir entstanden, aber als Idee, Themen sehr kurz zu präsentieren. Ich habe da so ohne Gäste, da habe ich's dann auch schon punktuell genannt und ich habe für mich war das so eine Art Shortcast, ja, wo ich gedacht habe: „Komm, ich habe eine Idee, mir geht ein Gedanke durch den Kopf, mir hat jemand eine Frage gestellt und ich rede jetzt einfach mal so 12, 15 Minuten zu dem Thema.“ Ja, habe das dann als Podcast auch gelauncht, online gestellt, damals noch ohne Video und habe einfach mal angefangen. Habe aber dann auch sehr schnell gemerkt, ja, das war nicht wirklich mit großem Konzept. Es war dann auch mal am Anfang in der Euphorie regelmäßig, danach bestand die Regelmäßigkeit darin, regelmäßig nichts mehr zu machen. Also, dann kam mal wieder was, dann war es mal wieder weg. Witzigerweise ist tatsächlich noch eine dieser Episoden, in unserem heutigen Kontext, weil wir haben punktuell von damals einfach weiterlaufen lassen. Also, bei uns im Podigy-Kosmos, bei uns in den Statistiken ist das alles noch drin von früher. Und tatsächlich ist einer meiner Shortcasts immer noch, auch heute, gehört zu den meistgehörten und wird immer noch mal angeklickt, ist ganz spaßig, spannend. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ein Thema, was immer mal wieder reinkommt. Aber das Format, was ihr heute hört, punktuell mit Patrick und mir, das ist tatsächlich dann entstanden, als Patrick vor 2 Jahren zu uns gekommen ist, zu Passmedia.
Und ich mir gedacht habe: „Mensch, jetzt Patrick ist auch jemand, der hat viele Themen, der redet auch gerne so wie ich, und lass uns doch mal miteinander was beginnen.“ Aber da haben wir uns dann sehr früh schon, das Ziel gesetzt: „Na ja, das machen wir nicht einfach so, ne, sondern, da machen wir uns einen klaren Plan.“ Und als wir angefangen haben, hatten wir auch schon, ich würde mal sagen, so 5 bis 6 Themen stehen. Und bevor wir die erste Folge gelauncht haben, und die erste Folge war tatsächlich ein Interview mit uns, warum wir das Ganze machen, bevor wir das gelauncht haben, hatten wir dann auch schon, 3, 4 Folgen produziert, um da einfach safe zu sein, und zu wissen: „Ja, das ist jetzt nicht mal eben so ein Ding. Wir machen das, wir ziehen das durch.“ Wir haben angefangen und sind dann jetzt, also in der Woche, in der wir beide aufzeichnen, erscheint unsere 98. Folge. Also, das heißt, ne, so 52 Wochen ungefähr, 2 Jahre haben wir geschafft. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge, punktuell Praxismarketing mit Patrick und Klaus. So, Wow, hui, das ist cool, wow. das ist das wow. Aber die Zeit vergeht im Flug. Gut, ihr macht das zu zweit, aber sonst, wenn ihr Gäste einlädt, was sind die Kriterien oder beziehungsweise wie sucht ihr oder findet ihr eure Gäste? Na ja, ich könnte jetzt natürlich so wunderbare, Marketingthemen loswerden, dass wir uns natürlich die Gäste nach der Relevanz in der Community aussuchen. Ich bin da mal ganz ehrlich, Alessandro, ähm, ich gucke mir an, wer hat aus meiner Sicht was zu sagen, wer ist sympathisch, wer passt zu uns, mit wem habe ich Lust, mich zu unterhalten. Die meisten, Folgen mit Gästen mache ich ohne Patrick. Hat sich so ergeben, weil es oft einfach Talkthemen sind, in denen ich 'n Ticken mehr drin bin. Wenn wir Gäste haben, die auch so knallhart aus der Online-Marketing-Welt kommen, wenn wir Themen besprechen, eben wie SEO, Websites, KI im Online-Marketing und all diese Sachen, dann ist Patrick meistens mit dabei. Und dann gucken wir natürlich auch mal, ja, wir können auch nicht immer parallel aufzeichnen. Wir sind beide viel unterwegs. Aber um deine Frage noch mal konkret zu beantworten, ich suche mir Gäste, wir suchen uns Gäste, von denen wir einfach überzeugt sind, dass sie eine Botschaft haben für unsere Community, die ich auch durchaus ein bisschen breiter fasse. Auch wenn Praxismarketing, bei uns draufsteht, möchten wir schon eine sehr breite Range an Themen auch mitliefern, und unsere Gäste kommen wirklich aus allen möglichen Bereichen. Mittlerweile auch, und das finde ich sehr schön, oder nicht mittlerweile, das haben wir von Anfang an versucht, halt auch nicht eben nur die üblichen, bekannten, coolen Menschen aus der Dentalwelt. Ich versuche natürlich auch dann viel aus der Marketingwelt reinzuholen und hole uns da Spezialisten zu LinkedIn, zu SEO, zu KI, zu allen möglichen Themen. Und ja, die Entscheidung, ich höre jemandem zu, denke, der ist spannend. Es sind meistens natürlich Menschen, die ich gut kenne, die ich schon länger kenne. Gelegentlich kommt auch mal was Spontanes dazu und dann hoffe ich: „Mensch, hast du Bock auf uns? Lass uns doch mal reden.“ Also, es ist so eine schöne Mischung aus, da fällt uns jemand in den Schoß, den wir cool finden, und wir planen ganz gezielt, Menschen über die Strecke dann auch in unseren Podcast einzubauen, mit denen wir gut können, von denen wir wissen, dass sie was zu sagen haben und dass sie einfach auch coole Leute sind. Das ist mir immer wichtig, ne? Wir wollen Spaß haben, Klartext reden. Unser Podcast ist auch, ich meine, du kennst ihn ja, der ist auch in der Regel komplett ungeschnitten. Also, ich lasse wirklich, ich sage unserer Produzentin: „Mach vorne 'n Schnitt, mach hinten 'n Schnitt. Wenn ich dir da nicht irgendwas im Skript rot anstreiche, dann lass das einfach laufen.“ Das soll so ein bisschen, den Live-Talk auch vermitteln. Und ja, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Das passt auch zu mir, das passt zu Patrick. Und ich möchte jetzt nicht so einen technisch hochwertigen Bam, Bam, Bam aufs Wort gekatteten, auf Inhalte gekatteten Podcaster abliefern. Nicht, dass ich das doof finde. Ich höre diese Podcasts auch sehr gerne. Aber mir gefallen auch die Podcasts am besten, und das sind auch die, die ich am meisten höre, bei denen Menschen sich unterhalten, diskutieren, miteinander reden, sich ins Wort fallen, Sachen auch mal laufen lassen.
und nicht jetzt jedes Mal versuchen, den hochwertigsten, besten, letzten Cut zu machen. Was für eine Rolle spielt jetzt, also ihr betreibt da, wenn ich so sagen darf, einen großen Aufwand, jede Woche zu produzieren, diesen Podcast zu produzieren. Da muss ja auch ein bisschen Hintergedanke da sein im Kontext oder im Kontext von eurem Business. Also ihr macht ja Praxismarketing, seid eine, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Wir bewegen uns immer so um die 10. Wir sind meistens so 10, 11 Mitarbeiter, weil wir auch immer mal, sage ich mal, hier mal einen Praktikanten, mal einen Werkstudenten mal mit dabei haben, die auch mal temporär dabei sind. Aber so, wir sind eine Agentur, die möchte auch in dieser Größenordnung bleiben. Das hat sich bewährt, kommen wir mit klar. Also, ich glaube, aktuell sind wir 11 Mitarbeiter. Ja. Also was für eine Rolle spielt dann, also ich gehe mal davon aus, der Podcast, das ist dasselbe, wenn ich jetzt sage, was für eine Rolle spielt ein Social Media Account in einem Geschäftsmodell. Du sagst, du möchtest ja Aufmerksamkeit generieren und deine Kompetenz zeigen. Oder was sind eure Überlegungen, um diese Connection, die Verbindung zwischen dem Podcast, der regelmäßig erscheint, und eurer Agentur? Was ist da die Verknüpfung? Ich nenne dir jetzt mal 3 Punkte, führe die dann aus. Du zählst bitte mit und wenn ich einen vergesse, dann sagst du mir bitte Bescheid und dann kannst du ja immer noch, deine Meinung ändern, ob du mit Menschen über 60 reden möchtest. So, also natürlich, ja, klar, wir möchten mit dem Podcast und da bin ich, glaube ich, ganz nah auch bei deiner tollen Plattform hier bei Dental TV. Wir wollen immer wieder Antworten auf aktuelle Fragen geben. Ob diese Fragen jetzt gerade aktuell laut in den Medien, in Social Media gestellt werden oder was ganz oft vorkommt, ob das eben Fragen sind und Themen sind, die wir im Gespräch mit unseren Praxen erleben und erfahren. Patrick führt ja mit all unseren Kunden, mindestens alle 3, manchmal alle 2 Monate ein längeres Gespräch, zu dem, wie es gerade läuft, zu Zahlen, Bedürfnissen, Fragen, Ideen, allem Möglichen. Und da kriegen wir schon einiges an Ideen, wo ich sage: „Mensch, ja, wenn das eine Praxis so massiv beschäftigt, dann müssen wir ja davon ausgehen, dass das durchaus auch XY% aller anderen Zahnarztpraxen auch interessiert.“ Und, das ist so der erste Punkt, der uns natürlich wichtig ist. Wir wollen vor allem Wissen vermitteln. Wir wollen anregen, sich mit Dingen zu beschäftigen. Wir möchten Menschen Raum und Stimme geben, ihre, ja, Profession, ihre Expertise anderen zu zeigen. Und im Grunde genommen möchten wir Praxisinhaberinnen, Praxisinhaber, die Teams aus Zahnarztpraxen bei dem, was sie jeden Tag tun, erfolgreicher machen, sicherer machen. Ob uns das gelingt, muss man sehen. Und damit kommen wir eigentlich so zu einem zweiten Punkt. Ja, selbstverständlich ist dieser Podcast natürlich auch für uns Content. Ja, aus jedem Podcast, wir zeichnen ihn genau wie du ja auch auf, mit in Bild und Ton. Das heißt, wir haben Themen, wir haben Videos, wir haben O-Töne, wir haben eben Content, den wir spielen auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok, da, wo meine jungen Kollegen dafür sorgen, dass wir gesehen werden. Und für mich ist der Podcast mit Abstand der größte Content-Hub und der wertvollste Content-Schatz, den wir haben. Und als letztes, obwohl es sicherlich noch mehr als diese 3 Punkte gibt, und dieser dritte Punkt ist mir eigentlich fast am wichtigsten, weil ich möchte, und das war von Anfang an mein Ziel, auch als ich alleine damit angefangen habe, ich möchte vor allem, dass Menschen, die uns zuhören, uns kennenlernen. Die, wenn sie uns zugehört haben, einmal, zweimal, dreimal, viermal, wissen, wer wir sind, wissen, wie wir ticken, wissen, dass Patrick sehr wahrscheinlich eher einen ähnlichen Friseur hat wie du, definitiv keine Tätowierungen hat, anders als ich halt und so, ne? Also hier ein paar und da ein paar. Dass er kein Punk hört, sondern vielleicht auch eher andere Musik. Wir machen kein Hehl daraus, wie wir sind, wie wir denken, wie wir handeln. Und das finde ich total wichtig,
die Art und Weise, so zu kommunizieren, wer wir sind, für uns ein ganz wichtiger Filter ist, weil dann Menschen auf uns zukommen, die mit uns arbeiten wollen, die mal ein Gespräch haben wollen, die dann aber ganz konkret wissen, auf was lassen wir uns da ein. Und das finde ich total wichtig. Und das sind auch tatsächlich die Partner in den letzten Jahren, die am stabilsten, am unkompliziertesten, und damit meine ich nicht kritisch, um Himmels Willen, ganz im Gegenteil, aber das sind die, die von vornherein wussten: „Okay, ich weiß, wie ihr seid und ich habe mich ganz klar dafür entschieden, mit euch zusammenzuarbeiten.“ Und zwar eben nicht, obwohl ihr so seid, wie ihr seid, sondern weil ihr so seid, wie ihr seid. Und diese 3 Punkte, wirklich Wissen vermitteln, Content, herzustellen, aber auch uns als Agentur und Menschen kennenzulernen, das würde ich sagen, sind so meine Top 3, warum wir diesen Podcast A in dieser Regelmäßigkeit und ihn so machen, wie wir ihn machen. Habe ich Ich noch hoffe, das 2. beantwortet deine Ja, Frage. ja, absolut, absolut, absolut. Ich habe mich immer in den letzten 1, 2 Jahren gefragt, wieso sind jetzt so viele Agenturen, Coaches, kleine, vor allem kleinere, ich sage es mal, kleinere Betriebe äh, auf den Markt gekommen, um mit Zahnarztpraxen, sicher gibt es auch andere Bereiche, wir reden jetzt mal über die dentale Community. Wieso hat sich da so eine steigende Zahl an Agenturen etabliert? Hat es da genug Arbeit für alle? Beziehungsweise wieso oder fangen wir noch mal an. Wieso ist da ein the need, also ein Bedürfnis entstanden, in der dentalen Community überhaupt mit Agenturen zusammenzuarbeiten? Also, wenn du jetzt mal Zahnärzte fragst: „Hast du ein Marketingbudget?“ Dann sagen, ich sage mal, die Mehrheit sagt: „Nein, habe ich nicht. Ich brauche die Kohle für mein Material, für mein Personal, für alle anderen Dinge. Für Marketing habe ich keine Zeit, habe ich kein Geld.“ Kannst du vielleicht mal definieren aus deiner Sicht? Irgendwann hast du ja doch entschieden: „Okay, jetzt machen wir eine Marketingagentur für die Zahnärzte auf.“ Wusstest du von Anfang an: „Ja, da ist Bedarf da“, oder hast du gedacht: „Ja, das finde ich eine coole Idee, ich mache mal“? Also, das wäre mal die erste Frage. Und dann die zweite Frage als Folgefrage: Nachdem man jetzt sieht, dass da eben auf LinkedIn, auf verschiedenen Plattformen sich viele Agenturen oder Coaches tummeln, hat es da überhaupt genug Arbeit für euch alle? Also, ich beantworte mal deine zweite Frage zuerst, um später darauf zurückzukommen. Ja, definitiv, und das wird auch immer so bleiben. So, da bin ich fest von überzeugt. Deine erste Frage kann ich auch schnell beantworten. Also, zum einen, ich habe keine Agentur gegründet, ne? Die Agentur hat meine liebe Freundin und Mitgeschäftsführerin Hilke gegründet und ich bin vor 10 Jahren dazugekommen, im April 2015. Da habe ich allerdings auch schon 10 Jahre Dentalerfahrung, hinter mir gehabt. Und ja, mir war, als ich gewechselt bin zu Pars Media, natürlich zu dem Zeitpunkt, war es klar, Menschen wie wir werden gebraucht, 2015. Ja, jetzt weißt du auch aus eigener Erfahrung, wie die Medienlandschaft und Social Media und alles 2015 noch aussah. Und obwohl damals schon klar war, dass ein Fachkräftemangel ganz klar droht und schon unterwegs ist, haben sich da viele Leute noch keine Gedanken gemacht. Also, mir war schon klar, ja, das ist ein Feld, was super spannend ist, was die Praxen brauchen. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie kommen wir denn in diesem Markt klar? Und ja, da hat sich die letzten 10 Jahre unfassbar viel verändert. Ich würde vielleicht sogar mal sagen, wenn ich die letzten 3, 4, 5 Jahre nehme, also in denen Social Media immer mehr in den Vordergrund, gerückt ist, in Jahre, in denen Themen wie Reichweite, Sichtbarkeit, Relevanz auf einmal durchs Dorf getrieben werden und das völlig zu Recht, hat sich natürlich auch eine Landschaft entwickelt, die auch heute, wie ich finde, stark verändert ist und die sich auch immer noch schwankend verändert. Also, ich kann ja nur meine Wahrnehmung dir wiedergeben und ich bin auch der Letzte, der behauptet, ich kenne alle Agenturen
und ich weiß, wer so alles auf dem Markt ist. Aber ich würde mal sagen, die relevanten Marketingagenturen in der Dentalwelt, die kenne ich gut. Viele davon persönlich, schätze sie auch alle sehr, und suche auch eher den Schulterschluss als in irgendeiner Form einen Wettbewerb. Und dann haben wir halt, also das sind auch, aus meiner Sicht sind das 5, 6, 7 etablierte. Bitte, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe und ihr sagt, nee, aber dann sind es 10, 15, ist mir auch egal, darum geht es gar nicht. Und dann haben wir aber etwa ein Phänomen beobachtet, dass sich natürlich immer mehr Spezialagenturen gebildet haben. Also zum einen, ja, natürlich, die Kollegen, Kolleginnen werden jünger, ja, dann sind die Geschäftsführer irgendwann nicht mehr 50 und 60, sondern 25 und 30. Die haben andere Themen, die haben einen anderen Blick auf Marketing, die haben dann vielleicht nicht die Erfahrung, aber blicken auf das Heute anders. Und alles das zusammen ist gut. Ja. Und dann sind halt Agenturen entstanden, die aus so einem aktuellen Need sich positioniert haben, die dann Spezialisten sind eben für Recruiting, Spezialisten für teilweise so eine Nische, die dann nur Social Recruiting machen, Mitarbeiter finden über Social Media. Das war vor 2, 3 Jahren eine extreme Welle. Da kamen mal neue Agenturen, die was drauf haben, gibt es auch heute noch, und ob die anderen noch da sind, weiß ich nicht. Aber das war auf jeden Fall so ein Trend, der irgendwann kam, wo ich auch dann Namen gelesen habe, wo ich irgendwann gar nicht mehr wusste, okay, sind das jetzt Units von bekannten Agenturen, die sich nur anders nennen, um sich da so ein Spezialistentum anzuheften? Dann auch ein Phänomen, was jetzt nicht ausufert, aber was ich immer häufiger beobachte, dass auch die klassischen Werbeagenturen, die gar nicht mal so extrem Marketingagenturen sind oder waren, dass die auf einmal eine Dental-Unit haben, dass die auf einmal sich um Zahnarztpraxen kümmern. Ich kann da nur vermuten, dass die erkannt haben, ja, das ist für uns als Agenturen definitiv ein Wachstumsmarkt, weil, und das wissen wir beide ja aus unserer täglichen Arbeit logischerweise, weil Zahnarztpraxen nur erfolgreich sind, wenn sie im Markt unternehmerisch denken und handeln. Da unterscheiden sie sich eben zu ganz, ganz vielen anderen Ärzten und Ärztinnen und Praxen, bei denen heute noch die Patienten reinlaufen, in Massen reinströmen, wieder rausgehen, die Kasse bezahlt das meiste oder wie auch immer. Ja, das Personalproblem haben sie alle. Da machen aus meiner Sicht auch viele andere Fachrichtungen einen großen Fehler, dass sie aufgrund ihrer Patientenzahlen und Umsatzzahlen glauben, wir brauchen kein Marketing und darüber aber das Thema Arbeitgebermarke, Employer Brand und all diese Sachen nach außen vergessen. Bei den Zahnarztpraxen ist das einfach schon seit ewigen Zeiten anders, also seit ich in dieser Dentalwelt bin, und das wird sich ja nicht ändern. Zahnärzte wie du, lieber Alessandro, ob jetzt in Deutschland, in der Schweiz, da gibt es vielleicht auch ein paar Unterschiede, aber sie stehen halt im Wettbewerb. Es geht, machen wir es platt, es geht um die Kohle der Patienten. Wenn ich Patienten nicht davon überzeuge, dass sie bereit sind, Geld zu investieren in meine tolle Arbeit, in ihre Gesundheit, dann wird es nicht funktionieren. Kassenmedizin macht Menschen auf Dauer nicht gesund, ne? So. Also es ist ein Bedarf da, sich mit anderen zu messen, in den Wettbewerb zu gehen, den Menschen da draußen zu zeigen, egal ob Patienten oder Mitarbeitende, es gibt einen Grund, warum du bitte zu mir kommst, und dazu muss man sich in der Öffentlichkeit entsprechend positionieren. Und das wird sich auf lange Sicht nicht ändern. Deshalb bin ich da sehr optimistisch und sehr guter Dinge, dass wir und unsere wunderbaren, lieben Kolleginnen und Kollegen noch lange eine Menge zu tun haben. Der Markt ist groß genug und es ist einfach so, dass Praxen, die erfolgreich mit Agentur A zusammenarbeiten, vielleicht gar nicht zur Agentur B passen und damit der Erfolg nicht funktionieren würde und umgekehrt genauso. Deshalb finde ich das cool, dass wir unterschiedliche Typen sind, anders an die Sachen rangehen, mit anderen Konzepten, und dadurch ergänzen wir uns ja. Also die Agenturen, die ich jetzt im Kopf habe, mit denen ich auch regelmäßig im Kontakt bin, dadurch ergänzen wir uns auch für die gesamte Dentalwelt, ja, weil wir wie so ein Puzzle
den Menschen eine Möglichkeit bieten, entweder mit denen zu arbeiten, mit uns zu arbeiten, mit den anderen zu arbeiten. Und so findet aber jeder irgendwo seine Agentur, die gut passt. Und somit hat auch jeder die Möglichkeit, letztendlich erfolgreich zu sein. Habt ihr euch schon mal überlegt, eigentlich mal gemeinsam etwas zu machen? Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Ich weiß ja jetzt nicht so ganz genau, wann du dieses Video veröffentlichst, aber du bist ja immer sehr schnell. Also dann, ja, das darf ich sagen und das werde ich jetzt auch sagen. Und tatsächlich das ist jetzt eine Exklusivmeldung, Alessandro. Die ist wirklich exklusiv. Die hat sonst noch niemand gehabt. Ja, es wird tatsächlich auch eine gemeinsame Aktion geben, da freue ich mich sehr drüber. Ich habe für den September habe ich Marketingagenturen eingeladen zu Punktuell, dass wir eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen. Bislang haben alle zugesagt. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Und das wird eine sehr coole Geschichte. Da kommt der Christian Finke kommt dazu, der Markus Rey von den Doc Leads aus München, der Basti von IQ Health und der Alex, der liebe Alex Guttinger von Denta One und dann Patrick und ich. Da haben wir eine echt spannende Runde. Und das sind alles Menschen, die wir gut kennen, mit denen wir uns häufiger treffen, wo wir auch teilweise schon in den unterschiedlichen Formaten gegenseitig zu Gast waren. Und wir werden dann eine Folge aufnehmen, die sehr wahrscheinlich Ende September, Anfang Oktober erscheint. Und wir wollen gemeinsam einen Blick auf das Praxismarketing 2030 werfen. Ja, wir wollen einfach mal schauen, wo stehen wir da heute und was müssen wir alles im Blick haben? Wo geht die Reise hin? Wo sieht das auch jeder für sich? Das sind alles extrem erfahrene Kollegen, die auch teilweise seit Jahrzehnten im Business, in der Branche sind. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich sie alle wirklich mag und schätze und jeden für seine Arbeit. Und ja, wir haben uns gegenseitig schon mal hier, hat einer einen Kunden an den anderen verloren und so weiter und so fort. Und das ist auch gut so, weil das ist das, was ich eben sagte. Ja? Jeder findet seins und teilweise, also wir haben uns auch schon gegenseitig Praxen empfohlen. Ja? Also ich habe schon Praxen zu anderen Agenturen geschickt und umgekehrt war das auch schon so, weil ich die Anfrage gesehen habe, habe mit dem hab gesagt, du pass auf, wir sind hier nicht die Richtigen für dich. Aber ruf mal den an, ruf mal die an. Und ich finde, das ist so ein Miteinander. Wenn es das nicht gäbe, das sage ich dir hier, dann weiß ich nicht, ob ich den Job in der Branche noch weitermachen würde. Wenn es bei uns nur irgendwie so ein Hauen und Stechen und der eine gönnt dem anderen nicht die Butter aufs Brot oder wie auch immer. Ich finde das wunderbar. Ich war vor Wochen auf der Campix, ein großes Online-Marketing-Event. Und ja, da habe ich eine Mitarbeiterin von den Doc Leads anmoderiert in meinem Raum. Die hat da einen wunderbaren Vortrag über SEO gehalten. Wir haben uns unterhalten. Wir haben uns vorher total gefreut, dass wir uns endlich mal kennenlernen. Und ich finde, das ist so ein Miteinander, was am Ende dafür sorgt, das ist uns, glaube ich, allen wichtig, ähm, dass wir hier auch klar den Praxen sagen, worauf sie sich verlassen sollten, welche Fragen sie stellen sollen, wo sie vielleicht auch dann mal das Gefühl bekommen, ja, Marketingagenturen, das sind nicht die, die irgendwie eine schnelle Mark machen wollen mit irgendwelchen SEO-Gelümmel oder so, sondern die sind schon für uns da. Und es gibt überall schwarze Schafe und es gibt überall die tönen und nichts drauf haben. Ne? Das gibt es bei Zahnärzten, gibt es bei uns, gibt es überall, keine Frage. Und ich finde, gerade wir, so die erfahrenen Agenturen, wir haben da schon eine Aufgabe, den Zahnärztinnen und Zahnärzten so ein bisschen den Weg zu weisen, ist jetzt doof. Das ist viel zu hoch gegriffen, aber ihnen zumindest, das Gefühl zu geben: „Ja, da gibt's gute Leute, mit denen kann man dann reden weiter.“ Da ganz kurz als so Schlussstatement von dieser Folge ist es schon so, wenn du dir überlegst, für den Patient ist es nicht so einfach zu entscheiden, ob dein Zahnarzt oder Arzt wirklich fachlich gut und kompetent ist. Was du als Patient entscheidest, ist, ob du dich wohlfühlst. Natürlich sagst du, hey, der rutscht da ständig mit dem Bohrer aus, irgendetwas stimmt nicht, aber grundsätzlich kannst du als Patient nicht entscheiden, ob jetzt der De Vigus also der Alessandro oder der Klaus der bessere Zahnarzt ist. Das ist schwierig.
Aber du kannst Ja. entscheiden, der Klaus ist eigentlich so ein arroganter Typ, mit dem komme ich nicht zugange. Und der Alessandro, der ist so empathisch und da fühle ich mich wohl. Und wenn wir gleich gut sind, werde ich erfolgreicher sein als du mit arrogant und nicht kommunikativ. Auf das wollte ich hinaus. Darum sage ich, man muss sich mit dem Thema Kommunikation, Marketing, also vor allem mit dem Thema Kommunikation heute stark auseinandersetzen, weil das ist eine ganz wichtige Komponente. Und jetzt darfst du noch dein Schlussvotum zum heutigen Gespräch platzieren, lieber Klaus. Danke, Alessandro. Ich versuche mich kurz zu halten. Und ich gebe dir recht, natürlich kann der Patient jetzt, der unterscheidet jetzt nicht, Mensch Gott, ist der Spalt jetzt da so, wie die Lehre es vorgibt. Aber wenn ein Zahnarzt, eine Zahnärztin nichts drauf hat, das werden Patienten irgendwann merken. Und dann kommunizieren die das nämlich. Und zuletzt hast du was Richtiges gesagt. Und darum geht's. Wenn nämlich der Klaus und der Alessandro auf gleicher Höhe sind, aber der eine schafft es, seine Vorzüge der Welt vernünftig darzustellen und der andere nicht, dann bin ich bei dir. Also die ideale Vorstellung ist natürlich der gute Zahnarzt, die gute Zahnärztin, die das, was sie gut machen, was sie gut können, was sie mit Leidenschaft machen, dann auch auf vernünftige Art und Weise der richtigen Zielgruppe, auf den richtigen Kanälen, mit den richtigen Botschaften entgegenbringen. Und da helfen wir natürlich gerne. Herzlichen Dank für unser Gespräch. Danke für die Einladung, lieber Alessandro. Danke, lieber Klaus. Und wir freuen uns schon auf viele weitere Gespräche mit Klaus und anderen spannenden Gästen. Und wie gesagt, also wir hoffen schon, dass ihr mal ab und zu eine Frage stellt, weil nur wenn ihr Fragen stellt, kriegt ihr auch Antworten. Und vergesst nicht, abonniert Dental TV, abonniert den YouTube-Kanal und schaut auch mal bei Punktuell vorbei. Ihr habt ja auch einen YouTube-Kanal. Also viel Spaß, bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.